So, ich zeige euch heute mal, wie man mit diesen Engine Swaps klarkommt. Ich blende euch gleich noch eine Liste ein, welcher Motor in welche Autos geht. Da ein bisschen was gefunden. Im Prinzip ist es so, ihr sucht euch anhand der Liste mal aus, welches Auto oder wie auch immer, bei dem ist jetzt so in diesen, ihr seht schon, wird angezeigt kompatibel. Heißt, diesen Motor kann ich jetzt in dieses Fahrzeug einbauen. Wir machen das einfach mal. Ihr seht, ja, da passiert schon ein bisschen was. Ist dann halt Dings. Und es hat schon was eingeblendet zum Tunen des Fahrzeuges. Es ist dann notwendig, alle Teile zu nehmen, die für den Mazda RX-7, das ist das Spenderfahrzeug, das ist in dem Fall ein Kreiskolbenmotor, ist der Mazda RX-7 FD. Ja, und nun haben wir hier den Motor drin. Ich zeige es euch dann gleich nochmal bei 2, 3 anderen Sachen. Ist interessant jetzt mit dem Tuning dann. Der Lancia Delta. Ich wollte es euch eigentlich mit einem anderen Motor zeigen, in einem Mini, aber ich habe bloß ein Mini, den ich jetzt nicht verbasteln. Tuning-Kanal, hier wird es auch wieder angezeigt. Dieses Motorenmodell passt da rein. Geht in den Lancia rein. Dann hätten wir mit dem hier, guck mal, ganz schön hochgebohrten Hubbau. Machen wir es einfach mal in dem. Und ihr seht, Spender war der VR 38 GTR Nismo, also müssen wir dann auch die Teile dann verwenden, preiswert irgendwelche. So, was ihr wissen müsst, ist natürlich noch, ich zeige euch noch ein Beispiel jetzt, MR2 Toyota, den kann man in 4,2 Liter Audi Motor aus dem R8 anbauen. Auch hier wieder ist es eigentlich easy, wenn es irgendwie geht, dann zeigt euch das Spiel das an. Ihr könnt den hier montieren, fertig. Was nicht geht ist, man kann das nicht rückgängig machen, heißt, der Motor ist jetzt hier drin und ich kann jetzt nicht wieder irgendwie auf Serienmotor zurückbauen oder irgend sowas. Ne? Heißt also, ihr müsstet euch im Zweifel immer das Auto nochmal kaufen. Den gibt es jetzt meines Wissens nur beim Gebrauchtwagenhändler. Dementsprechend da schauen. Ne? Aber man sieht schon, also der hat jetzt schon ganz schön ordentlich Leistungspunkte bekommen. 308 kW. Kann man jetzt natürlich noch ein bisschen einbauen, ne? Fahrwerk und so weiter. Natürlich wird mehr Reifen drauf bauen. Wir gucken mal, wie das Ding fährt. So, und haben wir uns den Koffer hier mal ein bisschen zusammengebaut. Und uiuiui, ja, man sieht schon. Ich habe jetzt noch ein bisschen Fahrwerk und ein bisschen Reifensport. Rennreifen hat drauf. Uiuiui. Aber du siehst schon, das Ding hat gut Power. Ja, lässt sich hier ganz nice vorbeiziehen. Das ist natürlich vom Fahrwerk her noch nicht so perfekt. Shit. Aber du siehst, okay, also kommst auf jeden Fall gut mit. Das ist jetzt hier irgendwie Arcade-Rennen in Fuji. Schon mit Profi-Niveau. Generell fahre ich mit den 2 Chilis, also. Und dann im TI-Spiel für einen Engine Swap. Der BMW M303, da geht der P65 Motor aus dem Z4 GT3. Gehen wir hier auf Tuning-Teile, dann zeigt er uns das schon an. Geht. Wir sehen es hier. Deutlich mehr Leistung, aber auch ein bisschen mehr Gewicht. Das ist schon interessant. Wie gesagt, lässt sich nicht umkehren. Heißt also, wenn ihr den Motor einmal verbaut habt, ist der jetzt drin. Ich kann dann nicht wieder auf das Serienmodell, also auf den 230 wechseln. Ist dann so. Wir machen es mal. Ihr seht, ihr könnt dann das Fahrzeug tunen mit den anderen Sachen. Ja, und jetzt haben wir hier schon eine ganz schöne Leistungssteigerung drin. Interessant ist jetzt, wenn man auf Tuning geht, wird das auch angezeigt, dass er den T65 Motor drin hat. Genau, ist natürlich jetzt empfehlen, ein bisschen Schwungrad und Getriebe anzupassen. Ne? So, mein letztes Beispiel für einen Engine Swap. Das ist ein richtig heftig schöner. Einen Porsche Motor in den Volkswagen Käfer von 66. So, haben wir den hier. Ja, von 1,2 Liter auf 3,6. Nur 20 Kilo mehr und von 25 auf 190 Kilowatt. Das ist richtig geil. Den werden wir uns mal mitnehmen. So, machen wir mal schnell einen Testlauf hier. Ja, okay. Er geht deutlich besser
Alle anderen? Stopp.